Guten Tag, alla. Welcome to Susana begrafenis. Kijk ook allemaal welkom wat van wie afchecken online. Familie, vriend, nu, wo immer je bent. Dankzij voor ook part zijn aan deze begrafenis. Wat een korte begrafenis zijn. We waren 3 Leiter hier van dit team wat ons hier wat aanleidt. We waren 3 Leiter zingen. Nu eben dan wat Pastor John Wall, wat de boodschap had, wat een reden had. Nu dat dan wat ook de levensgeschichte even gelezen wordt van Christy Cornelsen. En dan wil ik dat toe merken. En zo, nächste waar we hier wat Leiter harken. So we best toe beten, dan gaan we hem gezegd. En voor hem Himmel dankzij, dat we een levende hoopning hebben. En dat we kunnen weten, wanneer we sterven, we waren een dag bij die zijn. Dan zijn we bij die. Dankzij voor de levende hoopning. Amen.
appeal. The hour I first believed, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und tragst meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und das gleitet hin zu deinem Herzen
Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Wie wunderbar bist du. Mir wächst ein Lob. In mir wächst ein Lob, steigt wie auf Flügeln auf, und das gleitet hin zu deinem Herzen ab. In mir wächst ein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Ik reis jullie alle im Namen Jesus Christus, ook die van jullie wat on livestream zijn, de families wat wieder auf sind. Wir freuen uns, dass ihr da wen können on livestream mit uns sind, und wir wünschen jullie Gott sein Recken sehen. Wir haben den Körper begrüßt, bevor wir das hier hatten. Das ist eine interessante Zeit, wo wir leben, wenn das ganze Virus, was da rum ist. Und so ist nicht so, dass wir das eigentlich immer tun. Aber wir wollen lauter Bilder schicken. Wir haben noch so ein Bilder genommen, ein Video. Und von daher von uns, was wieder auf sind, dass ihr dort auch können kriegen. Ich will ein bisschen reden von dir, dass der Tod ist nicht das letzte Kapitel. Als Jesus den Freund Lazarus starb und Jesus dann schließlich bedur wir und wird tot nur die Schwestern erdenken noch. Aber dann sagt Jesus dort zu den Schwestern, Jesus sagt zu ihr, ich sehe die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du dort? Na, das ist, was Jesus sagt zu Maria. Aber Tim, dass das falsch ain't sein merkt, dann muss es eine Ewigkeit geben. Wenn er sagt, dass wer da glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und das falsch merkt nicht sein anders, als dass es eine Ewigkeit gibt, oder dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Leben gibt, nur das Leben. Na, Jesus, er redet von der Auferstehung. Er redet nicht bloß von Tränen das Leben an. Dort wird er mit Lazarus da, dort wir, können wir sagen, dort wir ein Abwarten. Dort wir ein Abwarten, Tränen das Leben an. Aber Jesus redet hier von der Auferstehung in der Ewigkeit an. Jesus, er bracht Lazarus Tränen vom Tod, aber wir wissen, dass er starb war. Die Geschichte sagt uns, dass er wird Luther gesteinigt. Wir wissen nicht, wo so das ist, aber das wird die Geschichtsschreiber sein. Und so Lazarus kommt Tränen das Leben an, aber Jesus verspricht uns, dass wir eine Ewigkeit haben, wir eine Auferstehung haben, und der Tod ist nicht das letzte Kapitel. Wenn wir den Körper begruben, dann verspricht Gott uns, dass die wird wieder abstehen.
Und besonders, wenn wir gläubig sind an dem Herrn Jesus, dann stehen wir ab, dem Arm bejenen. Wir stehen ab, dem Bi-Arm sein für alle Ewigkeit. Und so Jesus seine Unterhaltung mit Martha, dort hat er dann mit der Auferstehung. Und so sagt, wenn wir am Abend bleiben, wenn wir gestorben, dann wollen wir wahre Leben. Wir wollen abstehen von dort, wir wollen eine neue Körper kriegen. Und der Apostel Paulus, er schreibt von dort in 1. Korinther 15, und dort will ich wel ein paar Verse von lesen. Er sagt hier in dieser Verse, wo ich will lesen, dass dort wird wie hier begraben, dort wird schwaket, dort wird gereinigt, dort wird fleischelt, aber dort wird absteht, dort stark, dort nie, dort ist ein jässlicher Körper. Er sagt, es steht in 1. Korinther 15, Vers 40, du sind himmlische Körper und irdische Körper. Dort wird himmlischen Körper schein es wird anderes, als wird irdischen Körper schein Na weet je, ons Körper hier, dort ist ein feiner Körper. Na, die wird krank, so Susana deit und die stirbt. Aber das Körper, der dient uns, er sagt, das wird Herrlichkeit an das Körper. Aber das Körper ist schwach und der wird wird vergehen, der wird sterben ein Tag. Aber der Körper wird himmlisch ist. Der Körper hat was anderes scheint als dieser hier. Na, hier in das Leben, da leih wir alles an, um das Körper gesund zu halten. Mir ist es einmal interessant, dass wir willig sind, uns haben Gott Hand zu geben für das Leben. Während wir alle weiten, dass wir wollen sterben, während wir alle weiten, dass wir wollen Gott hier für immer sein, aber das ist uns Ende von Gott. So das Körper, der ist uns, was wird hier, aber wir weiten dort, das ist ein irdischer Körper und das ist bloß für diese Erde. Und so heute verspricht uns ein neuer Körper. Und so wie es Gott seine Kinder, wir haben das Taufe drin, wir haben diese Hoffnung und das, wo wir können noch vorwärts checken, dass wir wollen einen Tag einen ganz besseren Körper kriegen, als das, was wir hier haben. Er sagt wieder, so steht, so wird es doch sein, wenn die Todes abstehen. Der Körper, der gesät wird, muss vergehen. Aber der, was vom Tod absteht, wird bestehen. So wie haben Susana ihr Körper begruft. Und der Körper, der wird vergehen. Der Körper, der geht drei nur die Erde, sagt die Schrift. Aber der Tag kommt, wo die Auferstehung ist. Und auch sie wird nie ein Körper kriegen. Und das ist ein sehr großes Versprechen, was Gott uns gibt. Das Körper hier ist schwach, der verjährt, den begruben, aber er kommt den Auferstehungstag. Er sagt wieder, so steht, wird geregnet, wird gesät, aber was von dort absteht, wird herrlich sein. Und dann war ich können sagen, dass Susana, sie wie gering, oder ihr Körper wie gering. Sie ist niemals eine sehr berühmte Person gewesen. Oder sie ist niemals nicht vielleicht so hoch gekommen im Leben, so some Menschen würden. Aber danach, hat sie einen wertvollen Körper, was er gedient hat für 70 Jahre. Aber das wird geregnet, sagt er, wird gesät wird. Dort wird begrufen wird, dort wird geregnet. Aber dort wird absteht, wird herrlich sein. Was gesät wird, ist schwach, aber was abstehen wird stark sein. Nach dem Begräbnis haben ein Körper, das ist gering, das ist schwach, das ist verkämpft, das ist alt geworden, das ist krank geworden, das ist gestorben. Some Menschen sterben hastig, andere vielleicht nur eine längere Krankheit, aber was immer der Leo ist, dort wird wir hier begruben, ist schwach, dort wird absteht, ist stark, dort ist herrlich und dort ist nie. Das Körper, was wir hier haben, da hängt sich Krankheit an. Besonders in dieser Zeit, wir passen auf, was wir tun. Da ist viel Krankheit dran an sich gehen, und Menschen sterben, das ist Krankheit in der Welt, und so dass wir wissen, dass diese Welt, dort ist eine trübelige Welt mit einem trübeligen Körper. Aber Paulus schreibt wieder, er sagt, da wird ein fleischlicher Körper gesät, aber da wird ein jässlicher Körper von dort abstehen. Wenn es ein fleischlichen Körper gibt, gibt es auch ein jässlicher Körper. Na, er meint hier nicht, dass uns Körper in der Ewigkeit, dort wird es ein Jäss sein, was unsichtbar ist, was wir gar nicht sein können. Ich glaube, Jesus hat uns bestes Beispiel. Er hat einen Körper, er hat Fleisch und Knöchel, sagt er. Er atmet seine Jünger taub. Aber das wird ein abgestoßener Körper. Und so der Körper, der abgestoßen wird, der wird herrlich sein. Der wird nicht unsichtbar sein, aber der stammt von Sassur aus von dieser Erde. Er sagt wieder, dass der erste Mensch wird von Stoff von der Erde.
Die zweite ober vom Himmel. Er redet von Adam und von Jesus. Adam wir von dieser Erde und all seine Nachkommen sind von der Erde. Jesus wir von Himmel und all seine Nachkommen sind vom Himmel. So als die von der Erde genommen ist, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so als die himmlische ist, sind auch die vom Himmel stammen. So als wie dem, die von der Erde ist, lignen, so wo wir auch dem, die vom Himmel ist, lignen. Das ist mir mal interessant zu denken, wenn wir studieren von Jesus in Körper, als er ist abgestoßen wird, hei wie ein Raum, hei uit mit seinen Jüngern taub. Aber dann einmal wieder auch war er wach, und kam durch verschlossene Dären, so dass wir was anderes, aber was krank so wird, was krank so leid. Ich glaube, Jesus licken sich krank. Hei wies seine Jünger, er sagt, check mal in meine Nerven. So hei hat nach den Körper, was die Nerven hat, aber die wir nie gemerkt. Und das ist ein bisschen ein Bild, was Paulus an sich hat. Er sagt, so wie Adam lignen auf dieser Welt, und wir sind von Stoff, wir sind fleischlich, so liegen wir Jesus in der Auferstehung, und wir wollen bei ihm sein. Und so wird auch Susana. Hier in dieser Welt hat sie einen fleischlichen Körper, und in der Ewigkeit in der Auferstehung wird sie einen jährlichen Körper kriegen. Paulus sagt wieder, horch einmal her, ich sage Ihnen in Geheimnis, wir wollen nicht alle sterben, wir wollen aber alle verändert worden. Dort wird plötzlich kommen ein Augenblick, wenn die letzte Trompet blusen wird, die Trompet wird geblost worden und die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir wollen verändert worden. Ich denke immer bei mir so, ich wünsche, ich lebe, wenn das passiert. Paulus sagte den Thessalonicher, dass kommt ein Tag, wo die Todes, die in Christus gestorben sind, die wollen das erste abstehen. Aber dann waren wir mit einem Taub und wir wollen Jesus begegnen in den Wolken. Und das ist das selbst, was Paulus hiervon redet. Er sagt, dort, wo die Trompet wird blosen, da wird plötzlich kommen, die Todes werden abstehen, wir wollen verändert worden, wo wir noch leben. Na, diese Verändernis meint, dass wir kriegen einen neuen Körper. Und so, wenn wir hier leben, was Jesus zurückkommt, dort wird eine interessante Erfahrung sein. Wir wollen in einem Augenblick umgeändert worden, wir wollen am begegnen. Und so, von den Körper wird von der begruft haben, der wird abstehen. Andere wird wir begruft haben, du besieden uns gerufen hast, die wollen abstehen und wir wollen alle taub Jesus begegnen. Er sagt wieder, das ist so, das, was verwesen kann, man dort antragen, was nicht verwesen kann, und das, was sterben kann, man dort antragen, was nicht sterben kann. So Paulus merkt, das sei ja klar hier in mehrere verschiedene Wege von sein, dass das, was gesagt wird, ist schwach, das, was absteht, ist stark. Aber wenn das, was verjährt, dort übertragt, wird nicht verjährt, und wenn das, was stirbt, dort übertragt, wird nicht stirbt, dann wird das wirklich so sein, als dort geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt. Der Tod ist uns letzter Feind sozusagen. Der Tod ist je in uns. Aber Jesus ist abgestanden und wir brauchen nicht den Tod fürchten, wenn wir wollen nicht bleiben. Na, uns Körper wird sterben, wenn Jesus noch nicht zurückgekommen ist, uns wollen sie begraben, so wie Susana von der Deiden, so wollen sie die, und wo immer du wohnst, wir wollen alle den Weg gehen. Aber ich sage, die Auferstehung hat den Tod abgeschluckt sozusagen, der hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt und der hat nicht mehr den Stachel, der hat nicht mehr die Strafe uns, wo das vorher hat. Und zu Susana, Tod ist nicht ein Verspiel, das ist ein Gewinn. Kriegt es uns Tod, wird ein Gewinn sein, wenn wir hier von dieser Erde weichen. So Susana wird nicht mehr Port sein von uns Leben hier. Wir wollen hier nicht mehr in der Kirche sein. Sie ist hier für Jahre gewesen. Und wir haben viel hier sein. Sie ist viel ab Gebetsstunden gewesen. Und es sind auch Smarries, wenn wir Gebetsstunden hatten. So sie wird nicht mehr sein. Wir wollen auch vermissen in viele von den Dingen. Aber sie hat nicht verspielt. Das Begräbnis ist nicht das letzte Kapitel in ihr Leben. Und so Paulus sagt uns, durch eine Auferstehung für alle von uns. Und so ich will uns alle Mut merken, dass wir uns treffen in der Auferstehung. Paulus sagt, dass alle, die gestorben sind und alle, die leben in Christus, die wollen sich alle treffen bei der Auferstehung. Wir wollen uns treffen, wenn Jesus zurückkommt und durch die Auferstehung und wir treffen ihn in der Luft, in der Wolken, wo wir mitformen haben. Und so wo wir uns treffen, wenn wir an Jesus glauben. Und so die Schrift ist klar, dass das gibt eine Auferstehung.
Hier in dieser Welt ist es vielmal der Tod, was uns Tod bringt. Wir haben belebt in unserer Familie, dass dann einmal der Tod uns Tod bringt. Wir haben euch Zeit zum Tod kommen, aber dann einmal hastig haben. Und so der Tod hier in dieser Welt bringt uns Tod. Aber in der Auferstehung, du wird die Auferstehung sein. Du wird das wahre Kommen Jesus sein, was uns dort Tod bringt. In der Bibel sagt, wir wollen alle sein, was uns Christus glauben. Und so das ist eine Auferstehung, was dort kommt. Jesus sagt zu den Schwestern, und ich werde den Vers noch einmal lesen, ich sehe die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wann er gestorben. Und so wenn wir das horchen, wenn du nicht Jesus kennst als deiner Erlöser, dann glaub von der an, wenn das was unser Sieg ist, dass wir glauben an Jesus, und wenn wir an Jesus glauben, dann ist eine Auferstehung, dann ist ein wahrer Sein, du hast ein Taub abstehen, ein Taub verändert worden, und ein Taub Jesus begegnen, ein Taub bearmt sein. Und so ich sage, hier bringt der Tod ans Taub, Christus dort bei Lazarus, dass der gestorben ist, das braucht der Menschen Taub, das braucht Jesus da über dem Hand. Und so ist es von der Hammer. Wenn du ein Tod ist, dann sind wir taub. Und, aber wir wollen taub sein in der Auferstehung, wenn wir an ihm glauben. So wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gestorben. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Na, da meine ich, wir wollen niemals sterben in dieser Welt. Aber der Tod hat nicht die Sieg über uns. Der Tod ist nicht das letzte Kapitel. Du kommt nach einer Auferstehung, du kommt nach einer Ewigkeit, wo nicht mehr Tod wird sein, wo nicht mehr Krankheit wird sein, wo nicht mehr diese Dinge werden sein. So, die Schrift ist klar. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir ready, ihm zu begegnen. Und so, ich würde Ihnen alle Mut merken, wenn wir an Jesus glauben, heißt gestorben von der Sinn, heißt abgestoßen von Tod, und so werden wir uns Leben ganz nur ihm geben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er gestorben. Und so wie glauben Susana, sie glaubt an Jesus, und so dann weit wie, dass sie lebt von der bei dem Herrn, und sie wird nie Körper kriegen für die Ewigkeit. Na, wir wissen, dass das Leben in der Auferstehung wird anders sein. Wir wissen nicht korrekt will. Das heißt, wir wollen Jesus liegen, und dort checke ich fairweg noch, wenn wir nicht korrekt wissen, wo er wird sein, aber er wird wunderschön sein. Und so ist wie nu Adam liegen, so wird wie dort Jesus liegen. Da meint man abgestoßener Körper, mit einem geistlichen Körper. Das Leben hier ist nicht einmal, was wir wollen gleichen. Das Leben hier, das hat Trübel, aber dort ist das ewig. Du hast nie das Leben, du hast nie Auferstehung. Und so hier in das Leben, hier in dieser Welt, du hast uns Körper gestorben, und das ist das letzte Kapitel sozusagen für den Körper. Aber even der Körper wird abstehen, ein neuer Körper. Und da wird ein frisches Leben sein sozusagen, ein neuer Körper, und wir wollen in einer neuen Welt leben, in einem neuen Himmel. So wenn wir uns an Jesus holen, für alle Ewigkeit. Er hat versprochen, dass er kommt zurück, und er wird uns holen, wir wollen abstehen, wir wollen verwandelt worden, und so wird auch Susana. Und so die von jenen, die in der Familie sind, die sind vielleicht weit auf, und ich könnte hier sein für das. Wir uns trösten mit das, dass Susana, das wir nicht das letzte Kapitel fahren. Wir wollen auch wahrer sein, wenn wir gläubig sind an dem Herrn Jesus Christus. So wir uns sein in der Auferstehung. Weil wir klar haben, dass wir glauben an Jesus, und dann verspricht Gott uns, dass wir wollen da sein. Wir werden noch beten. Ziemlicher Führer, vielmal Dankeschön für Susana ihr Leben. Dankeschön, Herr, dass wir hier gekannt haben bei der Kirche. Wir beten für dich, was nicht kann hier sein für dich, für Familie, was wieder aufhast, wo stehen trösten in dieser Zeit. Besonders mit der Wissenschaft und der Sicherheit, dass wir wollen treffen in der Auferstehung. Und den Tag, wo Jesus zurückkommt, da wollen wir uns alle treffen. Ich bete auch für die Familie hier, für die Sozius-Familie, wo sie sehnen und wieder leiden und Kraft geben, dass sie auch Klarheit haben in die. Und ich danke dir für die Wieben-Familien, wo sie beschützen und leiden durch diese Zeit. Dankeschön, Herr, dass du mit uns bist. Dankeschön für die Auferstehung. Dankeschön, dass der Tod nicht das letzte Kapitel ist hier auf dieser Welt. Wenn es hier von uns soll ja das letzte fehlt. Aber wir weiten, die Wort verspricht uns, du wirst kommen, wir wollen abstehen und wir wollen bei dir sein. Dankeschön, Herr. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Ich will die Lebensgeschichte hier lesen. Die können Sie in kurzen aufmerken und hier mitlesen. Ich will Plattdeutsch. Die Lebensgeschichte von Susana Wiebe Klassen.
Johannes 3, Vers 16. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass seinen einzigen Sohn gab, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das wäre ein sehr wichtiger Vers für Susana. Sie glaubt an Jesus und wir verstehen das so, dort meint, dann wird sie auch für die ganze Ewigkeit bei ihm sein. Den 4. April 1950 wurde Susana geboren zu ihren Eltern Jakob Wiebe und Katharina Klassen in Campo 67 in Riva Palacio, Chihuahua. Ihre Kindheit in Schuljahren, die verbrachte sie in Campo 67. Lothar ging sie noch nur die Bibelschule für 4 Jahre. Sie interessiert sich sehr für die Bibel und sie macht ihre Klassen fertig. Als sie 17 Jahre alt wird, dann nahm sie Jesus an und sie wird getauft in die kleine Gemeinde in Los Cauilles. Die Kirche wird ein sehr wichtiger Part von ihr Leben. Sie gleicht von Jesus zu reden und für ihr wird dort eine Freude, dass sie die Sicherheit von der Rettung haben. Das wird auch wichtig. In das Jahr 1995, dann befried sie sich mit dem Wertmann Johann Sawatzki. März den 18. 2008 starb er an einem Augenblick. Sie war für 12 Jahre wetfrüh. Susana ging dort spazieren schein. Und sie fuhr Ferken nur Menschen, die einsam waren. Sie fuhr mit den spazieren. Sie gleicht auch zu Häkeln. Sie mögt Dinge und die gab sie weg. Dort gab eine große Freude, wenn sie was für andere tun. Nun nebenan fahren, dort wie ein Ding, was sie nicht will vermissen. Dort können sie spazieren und zu derselben Zeit was tun für andere. Ging dort auch schein mit anderen Taub singen, besonders Leute vom Himmel. Montag, den 6. Juli, wird Susana in Hospital gebracht und da wird gesagt, sie hat Pneumonia atypica. Sie hat ein Herzproblem und hoher Blutdruck. Dienstag, den 14. Juli, 11:30 p.m., dann ging sie eine Ewigkeit an, wo sie nu ganz los ist von Krankheit und von Weidau. Sie hat einen Alter erreicht von 70 Jahren, 3 Monate und 10 Tage. Ihre Eltern, 3 Brüder und 2 Schwestern, die sind auch vorabgegangen. Sie hingen laut 4 Geschwister, 5 Stiefkinder in ihre Familien und viele Freunde. Wir kicken Fährweg zum im Himmel treffen. Das ist so weit, was wir geplant haben für das Begrafnis. Ich will mich noch einmal bedanken für all die, die kicken online von weit auf, vielleicht Familie, Freunde oder neue Menschen. Dankeschön für Portsende von dem Begrafnis. Auch Dankeschön für die Familie, die hier ist und hat Port gemerkt von dem Begrafnis. Dankeschön für das Kommen. Ich will bis noch ein Sehen über Jün sprechen und dann können wir gehen. Vor dem Himmel, Dankeschön für den Frieden. Dankeschön, dass du uns Frieden jetzt nicht sprichst, den Frieden nu kriegst über diese Familie und beide Seiten. Und ich freue mich, dass du was mit entgehen. Hell ja, yes, Leid ent, ja, von Ansicht, ja, von der Weisheit, den nächsten Staubten zu nehmen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Das ist so wie das, was wir geplant haben, so ich kann gehen. Noch einmal Dankeschön für kommen, aber hat einen guten Nummer.